Also das Ding wiegt ja nichts. Nee, genau. Das ist ja Null. so leicht. Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich sehe das Auto auch nicht als Auto an, sondern das Auto ist wirklich ein Kunstwerk. Das Auto ist ein Kunstwerk, das muss man einfach sagen. Es Auch ist hier in einer Carbon. für mich noch nie gesehenen Perfektion. So. Hast du mir Ton mitgebracht? Ja, hier, klar, ja, logisch. Ich dachte, dein Ton ist ein bisschen Batterie alle. Wir nehmen meinen Ton. Also, herzlich willkommen. jetzt schon so offen sagt, das Ja, ist unglaublich. Guck mal, wie nett der ist. Herzlich willkommen, es ist Sonntag, es ist eine neue Folge. Wir werden jetzt richtig spontan. Du hast was ganz Spezielles heute hier, ne? Ja, an diesem Sonntag. An diesem Sonntag. Erzähl mal. Ich habe meine Modellautosammlung für dich vorbereitet. Hast du echt? Ja. Wie viel PS? Warte. Nein, aber ich gebe euch ein paar Tipps. Es ist eine Europapremiere. Weil ich habe Nee. Premiere? Ich habe Nee, das Auto nee, schon in Pebble Beach gesehen. Du, ja, erzähl ruhig jedem, dass du in Pebble Beach warst. war ich, ja. Nee, es ist nicht Europa, weil das Auto kommt aus London. Ach so, okay. Kam gestern Abend aus London. Okay. Genau. Und Und ist nur bis Ja. morgen früh hier, ne? ist nur bis morgen früh hier, genau. Und dann geht es direkt weiter. Und Krass. es ist, ist ein Hammer. Also ist wirklich ein Hammer. Also, ich sage über 2,5 Millionen Euro, limitiert auf. 99 Stück. Also, ich darf dich korrigieren. Ihr habt ja ein Klugscheißerschwein aufgebaut. Ja, hatte. 2,7 Millionen Ja. Basis, Ja. Dollar netto. Ja, Das ausgestellte Exemplar, was aber noch ein Prototyp ist, ja. 3,1 Millionen Dollar. Also über 3 Millionen Dollar. Dollar, Also circa 2,9 Millionen. Also Netto. egal. Netto. Netto. Ja, netto. Ja, das verstehen wir ja nicht. Das ist so, Du verstehst das nicht, Also ja. über 3 Millionen Euro Ja. ist das Auto wert. Ja. Okay. Seid ihr bereit? Können wir den mal starten? Nein. Auch nicht starten. Also ist so ein Prototyp, der Motor und nichts so funktioniert. Nein, es ist das Auto, was in Goodwood gefahren ist. Aber jetzt hat man den Motor rausgemacht, weil man noch ein paar Themen macht. Und Okay. deswegen hat dieses Shoka jetzt keinen Motor. Ach, dieses Schock hat keinen Motor. Aber das ist ja nicht schlimm, weil Ihr wollt jetzt wissen, was das für ein worüber Auto ist, reden ne? wir denn? Ihr wollt jetzt wissen, was das für ein Auto ist. Komm, zeig. Wir sind ganz spontan hierher gekommen. Nicht wundern, ich habe zweimal Ton. Frankie hat zweimal Ton, weil wir das Ganze auch für Frankies Seite aufnehmen. Ihr könnt unten im Link sehen, wie Frankies Seite heißt. Wie heißt seine Seite? Fahrzeugforum Fiegenschuh. Fahrzeugforum Fiegenschuh. Ah, der ist mega kompliziert. Ja, das ist der Name. Ach so, okay, alles klar. Sorry. Ja. So, und ich habe gestern einen Anruf von Frankie bekommen. Ey, Hamid, willst du was ganz Spektakuläres sehen? Ich so, was denn? Ja, das Auto ist nur heute Abend da, danach geht's wieder weiter. Der macht eine Europatour. Und ist heute Genau. the place to be in Dortmund. Genau. Holzwickede. Holzwickede, genau. Und es ist nicht nur das BVB Champions League spielt. Ich glaube, wir haben jetzt auch Champions League hier stehen. Das Ja. Auto ist limitiert auf 99 Stück weltweit und kostet weit über 3 Millionen Euro. Es ist der Singer DLS Turbo. Singer DLS Turbo. Also sagen wir mal so, bevor ich Frankie frage. Ich brauche ja Frankie nicht fragen. Frankie hat ja immer die Brille auf. Hast du eine Brille eigentlich? Zum Autofahren, ja. Zum Autofahren, genau. Hat er immer die Brille auf, immer die Porsche-Brille auf. Ich will mal von euch wissen, ihr habt jetzt heute 3,5 Millionen Euro gewonnen. Und ihr steht davor und ihr dürft euch nur ein Auto aussuchen. Wäre das dieses Auto, ja oder nein? Da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Frankie, was sagst du? Ja, pass auf. Ja, ich passe immer auf. Ich sehe das. Der hat schon 10-mal gesagt, ich soll aufpassen. Ja, ich passe die ganze Zeit aber auf. nur vor der Kamera. Ja. So, pass auf. Ich sehe dieses Auto, weißt du, wo ich dieses Auto sehe? An sich muss dieses Auto gefahren werden, weil das Auto von der Fahrdynamik her unfassbar sein Ja. muss. Und man hat uns heute zugesagt, dass wir dieses Auto irgendwann mal fahren dürfen. Okay. Da freue ich mich sehr drauf, noch kein Datum genannt, aber Okay. wir dürfen es irgendwann machen. Dieses Auto sehe ich persönlich eigentlich in einer Glasbox im Garten Okay. als Kunstwerk. Ja? Und dann stehe ich jeden Abend davor und gucke mir dieses Auto Ja an. gut, aber da muss ich so reich sein wie du. Was? Bitte? Da muss ich so reich sein wie du. Da muss ich die 3 Millionen, 3,5 locker haben, dass ich das Auto in meine Glasbox reinpacke. Ja, komm, hör Ich habe auf, nicht mal einen Garten. komm, hör auf. Ich habe nicht mal einen Ja, Garten. ich weiß, weißt ich war ja du? schon mal bei dir. Ich habe es ja gesehen, du hast ja Genau. gar keinen Garten, stimmt. Zunächst einmal, lass mal die Farbe betrachten. Die ist schon geil, oder? Ja, pass auf. Die Farbe heißt Moët Blanc. Oh.
Moët Blanc. Ja, also ist wie die eigentlich eine, Champagner. ist eigentlich eine Bugatti-Farbe. Okay, Ja, pass auf. okay. Und wir haben das vorhin gemacht. Ja. Wir haben eine Flasche Moët genommen Ja. und haben das Etikett Ja. daneben gehalten. Ja. Es ist exakt diese Farbe. Echt Es ist jetzt? exakt diese Farbe. Krass. Ohne Witz. Krass. Ja. Es ist Kohlefarbe, Carbon? Carbon, Oder? Carbon, komplett genau. Carbon, Also wie man Karosse? unschwer erkennen kann, die Basis dieses Kunstwerk, sage ich mal, ist ein 964. Man sieht es hinten auch in dem Bereich. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles neu bei dem Auto. Okay. Ja, man sieht das Auto aufgrund der Leistung, wir kommen gleich dazu, braucht das Auto viel Aero, Okay. wirklich viel Aero. Okay. Für die ganz Wilden, also das ist die Street Legal Version, so habe Okay. ich das gelernt. Also Okay. dieses Auto ist auch so, wie es hier steht, für den deutschen Straßenverkehr zugelassen, für den Okay. europäischen Straßenverkehr zugelassen. Wir haben aber hier noch einen sogenannten Track-Kit, das heißt hier einmal vorne die Frontschürze und diesen Heckflügel Geil. und diese Felgen, die ihr hinten seht. Ja. Das ist dann der sogenannte Track-Kit zum Schnäppchenpreis von $120.000. Die kommt auf die 3 Millionen, circa 3 Millionen Euro zu. Genau, die kommt on Alter top. Schwede. Und das ist dann nicht mehr Street Legal. Aber darfst kann du man das nicht- selber wechseln? Ja, habe ich extra gefragt. Du brauchst immer 2 Personen. Ja. Ich würde sogar sagen eher 3, aber du brauchst für hinten ungefähr so 25 Minuten und für vorne 30 Minuten. Aber ich habe es mir angeguckt, das ist wirklich relativ leicht für jeden, der handwerklich einigermaßen begabt ist, zu tauschen. Was mich noch interessieren würde, können wir das einmal hochheben? Ja, Ich will mal gucken, wie leicht es ist. Also das Ding wiegt ja nichts. Nee, genau. Es ist ja Null. so leicht. Ja. Aber wenn wir uns dann hier innen befassen, Chris, komm mal bitte her. Guck mal hier rein. wenn du das hier siehst, das ist alles sauber geschnitten, das ist Ja. nicht scharfkantig. Dahinter ist noch mal ein bisschen zur Polsterung noch was eingebaut. Ja? Ja. Also das ist nicht einfach so nur dahingerotzt, sondern die drehen schon positiv durch, wenn sie das montieren. Ja. Ein Teil, was du eigentlich nie siehst von außen. Aber das ist krass, dass du das selber machen kannst. Einfach Ja. so zu Hause. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Okay, die Verbreiterung hier an der Seite muss man Fan sein. Der eine mag es, der eine mag es nicht. Aber ich finde cool, dass sie hier ihre Linie treu geblieben sind, dass du hier den 964er wiedererkennst, dass das nicht so ein Auto ist, was auf komplett... Ja, 964 und ein bisschen G-Modell ist da auch drin. Genau, ein bisschen ja? G-Modell. Aber ich finde es ja mega cool, wenn du hier so die Lampen reflektieren hier. Und da kannst du auch sehen, wie dünn die Lackierung ist. Du siehst die Carbonstrukturen. Ja, genau. Und das ist ja Champions League, weil Definitiv. das ja auch noch eine Metallic-Lackierung ist. Das heißt, es ist Genau. ja relativ dick. Genau. Und dann kommt da noch Klarlack drauf. Aber trotzdem siehst du die Carbonstruktur. Und das spricht wieder... Also wenn du dich mit Karosserie befasst, spricht es wieder dafür, dass es echt perfekt lackiert ist. Ja. Oder? Ja. Musst du ja auch nochmal, haben für die Kohle. Wollte ich gerade sagen, für Ja. die Kohle muss es perfekt sein. Aber, und das war das Spannende, so, als ich gehört habe, das Auto kommt hier hin, oder als man mich gefragt hat, ob man das Auto hinstellen kann, habe ich gesagt, sofort, klar. Und ich war total gespannt, warum dieser unfassbare Preis? Weil das ist ja schon viel Geld. Ja, Und ich habe mir absolut. gedacht, na, ist er das wert oder nicht? Und wenn du dir das Auto anguckst, Ja. wir sprechen natürlich von einer Liga, ne, dann hast du ja schon deinen Chiron da stehen und was weiß ich was Chiron, alles. du ne? hast mindestens Ja, 2 oder Chiron Valkyrie, stehen, du hast genau. einen So. na, Ferrari stehen, du hast alles stehen. Aber Dann wenn kommt du das siehst, Auto. an diesem Auto ist alles und das ist nur ein Prototyp und der ist schon perfekt. Ja? Ob das die Leisten Der ist ja schon in sind. Goodwood gefahren worden, ne? Ja, richtig. Genau. richtig. So. Der ist schon in Goodwood gefahren worden. Und was ich mega cool finde, ist ja, die Geschichte dahinter ist ja cool. Eigentlich ist es ja, hat ja einer seinen 964er abgegeben und hat gesagt, restaurier mir das Auto. An Rob Dickinson, genau. Genau, Mhm, genau. Der ja eigentlich Rockmusiker ist. Ja, genau. Der hat sein Auto abgegeben, hat gesagt, restaurier mir das Auto. Genau. Und dann entstand ja die Idee, ne? Genau, Das richtig. ist ja Wahnsinn. Genau. Und das Auto ist ja quasi eine Hommage an den 934-5, daher auch dieser Riesenflügel. Ja. Ne? Und wenn man, wie gesagt, wenn man Darf das ich auch sieht, noch? wie das gemacht ist, ja. Und jetzt, stopp, pass auf. Du weißt ja, wie sich ein 964 anhört. Ja. Genau. Und das ist ja an sich kein 964 mehr. Aber jetzt Ja. mach mal die Tür auf, bitte. Oh ja, hört sich genauso an. Es hört sich genauso an. Richtig, Krass. genau. Es Ja. hört sich genauso an. Obwohl es ich mach mal eine- noch mal zu. Guck mal, hör mal. Genau. Genau, wie ein 964. Krass. Obwohl Ja. es eine Carbontür ist, du siehst, dass es eigentlich eine ganz andere Tür ist. Allein schon mal die Dicke der Rahmen. Ja. Ja? Die Fenster sind ein Stückchen nach außen versetzt. Die Türinnenverkleidung ist extra so weit drinnen, dass du, wenn du fährst, dass du nicht immer wie beim 964 wenig Platz hast auf der linken Seite, sondern du hast hier genug Platz, mit den Armen zu arbeiten beim Lenken. Ne? Und was ich mega cool finde, über 3 Millionen Euro, aber meine Scheiben sind immer noch manuell.
Das finde ich geil. Das finde ich geil. Ist nicht elektrisch, ne? Aber Hier. das hat Gewichtgründe. Cool. Ja, ich weiß, Das hat Gewicht aber drin. trotzdem hat es was. Ja. Wann hast du zuletzt die Scheibe hoch und runter gekurbelt? Also bei mir ist es schon lange her. Doch, ich bin letztens Taxi gefahren, der hatte das hinten auch. Echt jetzt? Bist du in Holzwickede Taxi? Nee, ich war irgendwo in Jetzt Hamburg sag in der mir, Bielefeld, ich weiß es nicht mehr. Bestimmt. Aber die Innenausstattung finde ich auch cool. Die Farbkombination. Mega. Die Farbkombi ist der Richtig Hammer. cool. Und auch die Armaturen und so weiter. Ja, pass auf. Du musst eigentlich, wenn du mal hier reinguckst, also du erkennst es ja sofort als 964 Video. Genau, ja? genau. Aber es ist trotzdem alles anders, es ist alles neu. Und wenn du hier hinter guckst zum Beispiel, das ist der Bezug, das dahinter ist durchsichtig. Das heißt, der Ach Bezug, so. den du da hast, Ich dachte, das spiegelt sich. nein, der geht hier hinten durch Ach und hier so. hinter, das ist Freiraum. Ach so. Boah, hier, guck mal, das schwebt. Also meine Armaturen schweben. Das ist echt geil gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass es schwebt. Und das hier ist kein Plastik, sondern es ist richtig geil beschichtet. Also, ich würde mal sagen, du hast sofort Sportwagen-Feeling. Sofort. Ja, definitiv. Sofort. Ich weiß immer noch nicht, was ich da sagen soll oder wie ich damit umgehen soll, dass ich sage, ich zahle weit über 3 Millionen Euro für das Auto. Es ist ein Auto, du musst alles in der Garage stehen haben und dann holst du dir dieses Auto, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich sehe das Auto auch nicht als Auto an, sondern das Auto ist wirklich ein Kunstwerk. Kunstwerk, Das genau, Auto ist ein genau, Kunstwerk, das genau, muss man genau. einfach sagen. Es Auch ist hier in einer Carbon. für mich noch nie gesehenen Perfektion. Das ist unvorstellbar. Weißt du, was ich auch noch cool finde? Meine Handbremse ist auch noch von 994, ist original. Da habe ich vorhin überlegt, ob das wirklich ein Originalteil ist. Also ich glaube, Sieht ja. zumindest so aus, Ist wahrscheinlich nachgebaut, aber ich gehe davon, also von Ja, der Optik her ist ja, es ganz genauso. 100%, richtig, genau, finde ich auch. Und wie du siehst auch, wie der Getriebetunnel, wie das aufgebaut Ja, ist. Ne? So, mega. jetzt pass auf, Leistungsdaten. 3,8 Liter Biturbo, 700 PS, 1150 Kilo, 1150 Kilo, Okay, Hinterradantrieb, ja, 6-Gang-Schaltgetriebe. geil. Geil. Mehr arbeiten wirst du in einem Auto, glaube Ja, ich, das nicht stimmt. müssen. Du bist Das nur am ist Rühren und nur am unvorstellbar, Arbeiten. Ja, unvorstellbar, ja, wie das dieses ist echt Auto krass. funktioniert. Das ist echt krass. Von der Aero her, von der Handhabung her. Und jetzt zeige ich dir mein persönliches Highlight. Ja. So, und jetzt pass auf. Ja, Seitenteil. Es fängt hier an, okay. ja, geht hier entlang. Hier. Alles eins. Hier, pass auf, alles eins. Bis hier hinten. Und es geht wieder hier hoch. Ach so, krass. Pass auf, bis hier oben hin. Ein Teil. Ich will nicht Genau. wissen, wenn Und du hier jetzt einen guck bitte. Kotflügelschaden hast, was das kostet. Parkrempler würde ich sagen 300.000 Euro. Locker. Ja. So, und dann hast du hier, aber wir haben einen Gutachter hier, den können wir gleich mal fragen. Guck mal bitte, wie sauber das verarbeitet ist. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Also, wie sauber das verarbeitet ist, ja, ich weiß ja auch, worauf du hinaus willst. Wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen, es stecken Amerikaner dahinter. Und wir wissen ja, wie Amerikaner manchmal arbeiten. Aber Singer steht ja für Qualität. Definitiv. 100%. Definitiv. Das zeigt auch die Preisentwicklung der Fahrzeuge, Ja. wie die sich nach oben entwickelt Auch das. haben, ohne Ende. Ja. Und auch auf der ganzen Welt. Deutschland hat ja immer ein bisschen Probleme gehabt mit der Zulassung. Genau, ist Das aber gelöst, das Thema. Ist jetzt gelöst. Ist gelöst. Viele wollten einen Singer haben, es ging aber nicht, weil es nicht zulassbar war hier Genau, in Deutschland genau. oder in Europa. Ja, ja. Und das war das große Manko. Genau. Aber jetzt sind sie soweit. Ja, Schauen wir von vorne genau. mal uns das Auto anschauen. Auch hier erinnert er mich ja ein bisschen, also 39er. Ja, Ne? genau. Richtig schön markant. Ein bisschen, 39er hat ja auch so einen Farbton, aber ein bisschen heller, oder? Weißt du was? Die Witwenmacher. Ja. Aber richtig, das ist, genau. das ist ja hier auf jeden Fall ein Ja. Witwenmacher. Definitiv. Und was ich total geil finde auch, weißt du, was das Schöne ist, Ja. dieses Mal bei dem Video, du gehst hier nicht drüber und sagst, Steinschlag hier, Steinschlag. Nein, Und ist auch, ja neu. und auch gern genommen bei ihm, Ja. Tankdeckel in Alu-Optik. Ja. Nein, haben wir hier Ja. nicht. Pass Okay. auf, Tankdeckel. Okay. Ja, drückst du drauf Ja. Oh, so, und dann schraubst du raus. Nein, das mach Ding mal. wiegt locker 500 Gramm. dann darf ich mal kurz? Das musst du mal hier. Guck mal, hier ist auch Tank. Alter Schwede. So, jetzt hast du aber, jetzt pass auf, du fährst mit deinem 3-Millionen-Auto zum Tanken. Der Tank ist hier drin und du stehst an der Zapfsäule Ja. und hast so einen beschissenen, schwarzen, dreckigen Tank. So, was heißt das? Du tankst in Zukunft so. Du legst das Ding hier drauf und hältst es so rein, damit das hier Oder du ja hast nicht... Tücher dabei, Oder so, schöne genau. Seitentücher oder irgendwie Genau, richtig. hier Ja. diese Mikrofasertücher. Genau. Legst 8 Tücher rauf und dann fängst du Ja, dein so, Auto oder erst wie an. so eine Werkstattmache. Ja, genau, weißt du, dieses genau, so drüber genau, legst genau. über den Kupfer. Das Sowas stimmt, brauchst du, das wenn du stimmt. tankst. Und das sind die Standardfelgen jetzt, Street. Richtig, Und genau. das sind nochmal, Von BBS Motorsport gefertigt. das sind Magnesium, ne? Das ist Magnesium und das ist auch Magnesium. Krass. Aber guck Ja. mal jetzt eigentlich, wie leicht. Heb mal auf. Ja gut, das Schwerste an dem Ding ist, Es ist ein wahrscheinlich Gummi. ist der Reifen Genau, selber. Ne? genau, Ja, genau. Aber trotzdem ist es natürlich mega leicht. Und bei Magnesiumfelgen wissen wir ja eine Sache, unverzeihbar, alle Parkrempler, egal was, es gibt kein Smart Repair, sondern es gibt nur noch neu.
Genau, Ne? Nur noch richtig. neu. Motor hat der jetzt nicht, aber auch die Technik, alleine meine Auspuffanlage, dass das hier zur Seite einmal rauskommt, hier und kann einmal ich hier, mir genau. schon nicht vorstellen, dass es in Europa zugelassen werden kann. Doch, Kann es? haben die hingekriegt. Das ist Wahnsinn. Das ist natürlich wegen den geringen Stückzahlen. Ne? Genau, Bestimmt. richtig. Ja, jetzt kommt unser Fazit. Ist das Auto 3,5 Millionen Euro wert, ja oder nein? Und ist das ein Invest, ja oder nein? Das ist ja spielt ja eine ganz große Rolle. Ich finde, wenn du davor stehst, du sagst, wow, was ist das für ein Auto? Ich glaube aber, wenn du damit zur Tankstelle fahren würdest und tanken würdest, würde kein Mensch denken, dass du hier ca. 3,5 Millionen Euro Auto hast. Du kriegst dafür gerade aktuell knapp du kriegst dafür einen LaFerrari für das Geld. Ja, ist Du richtig. kriegst für das Geld locker ein Enzo, wo du einfach sagen kannst, ich habe einen LaFerrari in der Garage, mein Geld ist safe. Aber ich glaube, das spielt bei den Kunden, die das Auto haben möchten, keine Rolle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so viele Autos in Europa landen werden. Ich glaube, Amerika bleibt Spitze und Asien. Genau. Das ist so die Linie. Genau. Ne? Genau, das glaub das ich ist auch. einfach so. Und jetzt kommen wir, die Kernfrage, Fazit. Was sagst du? Ist Ja. das ein Invest? Ja, Invest sowieso. Invest sowieso. Definitiv. Also Invest, du weißt, was Invest bedeutet. Das heißt, du kaufst das Auto und Nee, dein Wert, erklär's mir noch mal eben. ja, dein Wert, es ist Wert steigern. Denkst du, das Auto wird auf Ja. 4, 5 Millionen steigen? 5 nicht, aber Ja. beobachte die Dinger, die gehandelt werden. Ja, aber die sind ja weit darunter. Die wären für 1,1, 1,2. Ja, aber die haben aber auch nur neu 800 gekostet. Ja, Ne? aber das ist eine andere Dimension von 3,5 auf 5 Ja, hoch. Das aber ist ich einfach denke, so. das ist machbar. Okay, Ja, das werden wir sehen. Die Zeit wird entscheiden. so sieht's aus. Vielen Dank, dass du uns so schnell eingeladen hast und dass das so spontan war, Mann. Echt richtig cool. Weil wir müssen jetzt Gas geben, weil hier wird es immer voller und voller und die Leute wollen sich endlich das Auto anschauen. Und Frankie hat natürlich an alles gedacht. Es gibt Würstchen, aber nur Schweinewürstchen. Ich kann nicht mitessen. Danke, Frankie. Vielen Dank. Espresso geht auf dich. Schönen Sonntag noch. Ciao. Du solltest eh nichts essen, mein Lieber. Und schon gar keine Currywurst. Also bis dahin. Ciao, ciao. Das ist unglaublich.